Einen besinnlichen dritten Advent 2021. Herzlich willkommen heute am 12. Dezember in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus meinem Sternenpost-Adventskalender. Ja, ich öffne jeden Tag auch eine Box. Die habe ich gezeigt vom August bis November. Und zwar waren das 24 Adventskalenderboxen und hier habe ich die vom 12. Und da drin, Moment, ist eine Origami-Box, eine dreieckige. Ja, lange nicht aufgehabt und jetzt kommt sie nicht an die Sachen ran, aber sie schafft es. Da ist es. Genau, und dann purzelt was raus. Genau. Ja, das ist die Box, wie die gebastelt wird und dann auch wieder zusammengefaltet. Das kannst du dir gerne in dem Video angucken, das ich dir dort oben, da ist der Finger, verlinke. Was war bei mir drin? Okay, das hat eine Vorgeschichte. Das sind 3 Kekse zum dritten Advent, 3 Sternenkekse. Ja, warum? Das ist heute mal ein bisschen Nervennahrung. Eigentlich wollte ich ja hier mit Wasserschüssel und Adventskranz auf hoher See den Stern zum Schwimmen bringen, aber das hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Da muss ich also noch ein bisschen experimentieren und recherchieren. Es scheiterte auch daran, ich wollte Schwimmkerzen organisieren. Organisiere mal im Dezember Schwimmkerzen. Selbst in meiner Kerzenwerkstatt im Keller war nichts. Habe ich mir aber schon gedacht, die waren verbraucht. Ja, bin in mehreren Geschäften gewesen und habe dann diese gigantisch bombastische Lichterkette erstanden. Da war ich dann zumindest der Meinung, das passt so ein bisschen zu dieser Sternenform. Ja, und deswegen liegt die heute hier mit dem Advent und meine Schwimmkerze, meinen schwimmenden Adventskranz, den verschiebe ich mal auf den 4. Advent. Ich hoffe, das funktioniert bis dahin. Aber ich zeige dir, bevor ich die Sterne des Tages zeige, die Anleitung zu dem Stern vom 10. Dezember von Mirjam aus Thüringen. Und zwar gab es diesen Stern und da stand dabei, den kannst du in eine Schüssel Wasser legen und dann schwimmt der. Mit 4 Kerzen sieht es aus wie ein Adventskranz. Ja, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, diesen Stern, und dann bin ich auch fündig geworden. Und dann fiel mir ein, ach, das wollte ich euch auch noch bringen. Und zwar habe ich eine Lichterkette, mal von einem meiner Söhne bekommen. Damals mit 30 Lichtern zum 30. Geburtstag. Das waren lauter Blüten. Und da war unter anderem auch die Irisblüte dran. Die kann man also wunderbar falten, neben vielen anderen Blüten. Und dieser Stern erinnert mich eigentlich daran. Wer die Irisblüte schon mal gefaltet hat, der wird merken, aha, das sieht ziemlich ähnlich aus. Und ich denke, ich erzähle gar nicht mehr viel, sondern wir falten einfach. Ich lege mal hier meine Prototypen alle dahin. Der steht übrigens. Der Keks wird dann gegessen. Und es geht mal los mit einem Falzpapier. Ich habe hier mal ganz dünnes Schreibpapier genommen. Das ist das ganz leicht, ich glaube 40 Gramm oder so. Ich dachte mir, falzt sich gut und in weiß, damit ihr das gut seht. Ihr könnt dann mal schauen, was ihr nehmt. Es gibt auch so ein Aquapapier, was man dann wirklich ins Wasser setzen kann. Hatte ich im Moment auch nicht da. Aber ich dachte, ich nehme mal das. Die Maße sind 21 x 21 cm. Ich denke, da sieht man das gut. Das hier ist in den Maßen 15 x 15. Also das könnt ihr euch dann ausprobieren. Okay, es geht erstmal los. Wir falzen den Stern. Und zwar falten wir zuerst ein Buch. Das kann sein, dass das bei mir nicht mehr ganz so exakt wird um die Zeit abends. Wundert euch nicht, ihr macht das dann besser. Um 90 Grad gedreht, das Buch in die andere Richtung. Und ich will auch nicht immer meine Mütze so auf den Bildschirm schmeißen, also auf den Arbeitstisch. Ja, beide Bücher aufgefaltet, das Ganze einmal umgedreht auf die andere Seite und jetzt falten wir Kopftücher. Ein Kopftuch und ein zweites Kopftuch, warum nicht? Wir haben es ja. Ja, und dann machen wir dieses tolle Viereck. Und zwar kann man da auf die Mitte drücken, die 2 seitigen Spitzen in die Mitte zusammen und die beiden Vierecke aufeinander legen. Und dann passt das schön nachstreichen. Und in diesem Fall falten wir jetzt als nächstes. Hier oben ist die offene Seite, die Spitze da oben offen, hier geschlossen. Diese Seitenkante hier unten an die Mittellinie, schön exakt. Das machen wir gleich mit der anderen Seite auch, warum nicht? Und dann drehen wir das einmal komplett auf die Rückseite, offene Seite oben, hier unten. Man sieht ja jetzt die Vorlage von der anderen Seite.
einmal ran und die andere Seite auch. Okay, jetzt falte ich das so auf und habe eine Seite erhalten, wo keine Ecken sind, die sind hier. Ich falte jetzt die Ecken von hier drüben in diese Richtung auch. Wie du das Ganze faltest, ist egal, Hauptsache du machst es. Ich mache praktisch eine Gegenfaltung in die andere Richtung, damit wir das dann gleich kippen können. Das siehst du hier genauso. Ich ziehe die also wieder raus und falte sie jetzt nochmal in diese Richtung. Wunderbar. Jetzt nehmen wir die erste Ecke, stellen die so hoch, fahren hier mit dem Finger rein und klappen sie nach unten. Schauen wir das mal an. So sieht das aus. Dann falten wir sie einfach nach drüben, nehmen die zweite Ecke, falten sie hier auf und klappen sie runter. Okay. Da gibt es noch mehr Ecken. Hier diese falten wir hoch. Hier steht sie. Gehen mit dem Finger rein und klappen sie runter. Und eine muss es noch sein, weil wir haben hier immer das Vierer-System. Diese hier hoch und mit dem Finger rein und runterfalzen. Wunderbar. Und jetzt legen wir uns das wieder schön gleichmäßig hin, dass alle Ecken auf jeder Seite gleich viel sind. Schau, so schaut das aus. So, wunderbar. Immer ein gleiches System. Wir haben eine offene Seite und wir haben eine geschlossene Seite. Geschlossen. Jetzt nehmen wir die offene. Und jetzt wird hier oben gefaltet. Und zwar diese Kante, nur diese Kante an diese Mittellinie. Und der Moment, wo es wirklich exakt sein muss, und das machen wir hier drüben gleich auch. Schau dir das mal an. Das war also diese offene und beide an die Mitte. Als nächstes kommt auf der rechten Seite eine geschlossene. Und dann kommt wieder eine offene und dann machen wir das gleiche. Hier oben an die Mitte. Und hier drüben an die Mitte. Und du siehst, das, was ich gesagt habe, exakt ist also nicht mehr so. Dort ist bei mir vom Gucken her mit der Uhrzeit. Haben wir. Klappen nach links, geschlossene, offene. Unten klappen wir einfach nach. Das gleiche wieder. Oben ran. Oben ran. Bis jetzt ist noch alles Irisblüte. Und eine müssen wir noch haben. Geschlossene Seite, offene Seite. Und wieder hier ran. Unten. Andere Seite oben ran. Wunderbar. Ja, passt, ne? Jetzt kommt der Mittelknick. Auch der wird bei der Irisblüte genauso gemacht. Hier einmal in der Mitte geknickt. Können wir noch zur anderen Richtung auch Seite auch machen, warum nicht? So, jetzt nehmen wir uns diese Seite hier, die haben wir auch viermal und klappen dieses Feld, ziehen wir runter und falten es praktisch unten in diese Richtung. Ja, wir machen das gleich zum Üben. Wir falten einmal um, geschlossene Seite, offene Seite, dieses Feld runterziehen und schön spitzig hier unten hinlegen. Ja, jetzt kommt wieder eine geschlossene Seite. Hier weiter, ein offenes Feld. Hier runterziehen. Unten schön spitz zügig gegenfalten. Haben wir. Eins müsste noch da sein, oder? Da muss doch noch eins sein. Oder haben wir hier eins? Hochklappen, runterziehen, die Spitze legen. Wunderbar. So, und jetzt bleibt die Spitze da unten. Wissen wir jetzt. Ab jetzt wird es anders. Jetzt falten wir rum. Hier können wir das nach unten legen. Das machen wir auch. So liegt es. Ja, das war also das komplette Feld, können wir runterfalten. Das hat hier zwei Ohren. Die falten wir an die Mitte. Ich drehe mal einmal, falte sie und halte die wieder hoch. Schau mal. So hat es gelegen. Und das falten wir da ran. Wunderbar. So, und damit auch gar nichts schief geht, nehmen wir das Feld, ziehen es hoch und diese Mittelspitze faltet sich und wir haben erste Seite hier. Siehst du? Klappen das zur Seite. Hier können wir nichts falten. Falten rum. Die Seite. Und hier haben wir wieder eins, was wir runterziehen können. Das ziehen wir runter. Falten wieder die zwei Ohren rum. Legen das schön auf. Linke Seite, rechte Seite.
und ziehen die Mitte hoch und geht das nächste Feld. Rumfalten. Geht noch was. Das mache ich so. Das nächste, hier können wir wieder runterziehen. Die Ohren umfalten. Schauen, dass wir die Ohren von der anderen Seite nicht mit erwischen. Das Ganze hochziehen. Und dann steht die nächste Zack. Und einen haben wir noch. Dieses hier können wir runterklappen. Die Ohren. Links und rechts, da habe ich die Ohren vergessen. Und das Ganze hochziehen. Und wir haben 4 Zacken. Drehen wir mal um. So, dann können wir das hier so ein bisschen nach außen drücken. Das ist so ein schöner Strahlenstern. Da sollten wir nicht ziehen. Habe ich mich gerade verfasst. Dort muss ich noch etwas nachkleben. Aber du siehst den Stern. So, jetzt haben wir den so. Dann wäre die Sache mit der Schüssel, wo wir noch üben. Also ich noch übe. So rum ist natürlich auch schicki. Und bei diesem hier, und das mache ich jetzt bei einem dieser Sterne, ich lege das mal flach, nehme meine Schere und schneide hier mal radikal unten ein Stück ab. Und schau mal, schon kann ich den Stern hier hinstellen. Ja, da kann der so stehen, ne? Liegende und stehende. Ich glaube, den stellen wir auch noch. Und dann stellen wir uns die bunt vor und das Ganze in der Schüssel mit den Kerzen. So. Ja, coole Idee. Schöner Stern. Hatte ich in der Form noch nicht. Erinnerte mich, wie gesagt, gleich an die Irisblüte. Ja, das war schon mal die kreative Idee für heute, für den Adventssonntag. Draußen ist dunkel. Licht haben wir. Trink mal einen Schluck Tee. Und dann holen wir uns mal die Sterne des Tages und einen Spruch des Tages aus der Tüte. Hier wird es auch langsam dunkel im Ringsum. Kalender von Cordula. Und was haben wir heute? Aus Mauretanien. Mit einem wilden Tier lässt sich leichter Freundschaft halten als mit einem Schwätzer. Ja, also die Weisheiten, die man ja sofort, wo man sofort Bilder vor Augen hat. Ja, ja. So, das legen wir hier hin. Jetzt guck mal, mein Falzbein, das bringt das auch perfekt. Muss nur still liegen. Die Sterne des Tages heute. Schauen wir mal. Von Verena aus Meschede. War ich sogar schon. Von Cordula aus Altmölln. Auch da war ich schon. Zumindest im Ort. Cordula hat uns diesen tollen Afrika-Adventskalender zusammengepackt. Von Birgit aus Waldachtal. Und von Diana aus Schwarzheide. Diana hatte uns schon mal einen Stern geliefert und heute aus der Abteilung bunt gemischt. Dann schauen wir doch mal, was hier so kommt. Ja, Verena. Ja, Verena hat uns diesen Weihnachtsstern gemacht. Sehr schön. Die verschiedenen Blätter und in der Mitte die Blütenstände. Ja, wunderschöner Weihnachtsstern von Verena. Ist zum ersten Mal dabei. Herzliche Grüße zu dir ins Sauerland. Jo, und da ist ein kleines Briefchen bei für all die, die Sternenpost bekommen haben aus dieser Serie. Genau. Ja, das ist der Stern von Verena. Dann packen wir mal aus, was mir Cordula eingepackt hat. Schauen wir das mal. So. Das ist ja filigran und dicky und geschmackvoll gemacht. Cordula hat, glaube ich, auch eine Kreativtube. Es steht ein Text bei, ehe ich mich jetzt hier wieder verquatsche. Die Sterne des Himmels können wir einander nicht schenken, aber die Sterne der Liebe, der Freude und der Zuversicht. Das ist von Irmgard Erath aus Österreich. Eine hoffnungsvolle Advents- und Weihnachtszeit wünscht dir aus Altmölln in Schleswig-Holstein Cordula. Genau, Briefchen dazu.
halte ich das nochmal richtig hoch. Ich mich wieder verquatsche, materialmäßig, das fasst sich total schön an. Ich habe einen Plan, aber ich weiß es nicht genau, also nehme gern Bildung an. Sieht total schicki aus mit der Feder dran. Hoffnung steht drauf, kann man schön hinhängen oder an den Strauß einfach so dazulegen. Ich glaube, das passt hier unten wunderbar hin. Tolle Idee. Jetzt gucken wir mal, was von Birgit kommt. Okay, draußen drauf. Jeder positive Gedanke ist wie ein leuchtender Stern in der Dunkelheit. Schöner Spruch. Ich habe hier geschnuppert. Mal sehen, ob ich mich jetzt wieder verquatsche. Dieser Stern, der ist genäht ringsrum, glitzert auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir ein Lied drauf, also Noten. Und ich hätte gesagt, es ist ein Lavendelstern. Birgit, wenn das nicht stimmt, sag es mir. Schreib's am besten in die Kommentare. Also ich denke, das ist ein Lavendelstern. Hatten wir auch noch nicht. Doch. Das wird schon so sein. Aber die Anna aus Schwarzheide hat in der Abteilung bunt gemischt wieder einen Brief. Wo ist der Nikolaus Weihnachtsmann hier? Ich hoffe, er macht deine Wünsche wahr. Du warst so lieb im ganzen Jahr, was der alles weiß. Jo, und dann machen wir mal auf. Ein Gruß mit vielen lieben Wünschen von Diana. Und dann ist hier drin, hey, kann man so hinstellen, glaube ich, diese Weihnachtsbaumkugel, Christbaumkugel. Und ich sag mal so, die ist zweilagig und wenn man die, kann man die so hinstellen. Steht. Ja, kann sie natürlich auch hinhängen, aber sie könnte auch stehen. Und drin ist der Gruß, Merry Christmas und hier die Ausstand. Witzige Idee. Ja, das waren die Sterne des Tages und bunt gemischt für heute, den 12. Dezember 2021. Und das heißt, wir haben Halbzeit. Knabber ich mal am Keks. Auch einer der ersten Kekse dieses Jahr. Mehr gibt es auch nicht. Trinkt nochmal einen Schluck Tee. Und wünsche euch jetzt einen besinnlichen Abend des dritten Advents. Wenn ich nicht aufpasse, verpasse ich wirklich alles. Ja, und hoffe, wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn ich wieder die Sterne des Tages auspacke und eine kreative Idee für euch habe. Ansonsten gibt es hier jede Menge Anleitungs- und Tipps und Ideen. Ich habe die alle verlinkt. Schaut euch auch die anderen Ideen an, die ich schon gezeigt habe oder was hier sonst so ist. Stöbert einfach gerne auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns morgens wiedersehen und sage bis dahin alles Gute und bis morgen. Deine Angela von der Stempelfamilie. Kreativität verbindet. Glaubst du nicht? Was haben Petra aus Kreuztal, Brigitte aus Österreich oder Irmtraut aus Neumünster gemeinsam? Eigentlich nichts und doch so viel. Die und viele andere waren in diesem Jahr wieder dabei und haben Sterne und Adventsdeko gebastelt. Jeder 25 Mal den gleichen Stern. Seit 2015 lade ich schon dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Geklebt, geprägt, gestanzt, geklöppelt, aus Papier, Filz, Wolle, Draht, egal wie. Jeden Stern einzeln verpackt in einem Umschlag. Dieses Jahr gab es wieder über 80 Teilnehmerinnen. Entstanden sind 96 Sternenpost-Adventskalender. Hier werden dann alle Sterne neu sortiert, umgepackt und an die fleißigen Sternenbastlerinnen zurückgesendet. So entsteht kreative Adventsfreude, Glück und Zufriedenheit bei allen Teilnehmerinnen, im besten Fall. Also stimmt es. Kreativität verbindet, auch in diesem Jahr. Euch allen eine besinnliche, kreative Adventszeit.